Hallo Zuschauer, das Thema von heute lautet Potenzieren. Das Potenzieren ist eine grundlegende Operation in der Mathematik und wird häufig verwendet, um die Multiplikation von Zahlen zu vereinfachen. Dieses Tutorial beginnt dann mit einer Definition, gefolgt von den wichtigsten Potenzgesetzen und endet mit einer Übung. Ohne zu warten, machen wir weiter nach dem Jingle. Eine Potenz wird in der Form a hoch n geschrieben, wobei a die Basis ist oder Grundzahl. Das bedeutet, die Zahl, die wiederholt multipliziert wird. N ist dann der Exponent oder sozusagen die Hochzahl. Das Exponent gibt an, wie oft die Basis mit sich selbst multipliziert wird. Machen wir dann ein Beispiel. 3 hoch 4 gleich 3 mal 3 mal 3. Das heißt 3 viermal. Das macht 9. Das macht auch 9. 3 hoch 4 ist nichts anderes als 81. Gesetze der Potenzierung. Fangen wir an mit den Produktregeln, also die Multiplikation beim gleichen Basis. A hoch m mal a hoch n ist nichts anderes als a hoch m plus n. Das bedeutet, wenn zwei Potenzen mit der gleichen Basis multipliziert werden, addiert man die Exponenten. Beispiele: 2 hoch 3 mal 2 hoch 4 gleich, das macht 2 hoch 3 plus 4. Also wir identifizieren 2 hoch 3 mit am, 2 hoch 4 mit an. Und 2 hoch 3 plus 4, das ist dann a hoch m plus n. Das macht dann 2 hoch 7. Das ist nichts anderes als 2 siebenmal. 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2. 7 mal. Das ist 4, 4, 4. Und haben wir hier 2. Haben wir dann hier 16 und hier haben wir 8. 4 mal 4, 16, 4 mal 2, 8. 16 mal 8, das macht 128. Also die Division bei gleicher Basis. Wir haben eine Potenz durch eine andere Potenz gleich am minus n. Das bedeutet, wenn zwei Potenzen mit der gleichen Basis dividiert werden, subtrahiert man die Exponenten. Beispiele: 2 hoch 5 durch 2 hoch 2, das ist nichts anderes als 2 hoch 5 minus 2. Wir setzen einfach mal den Quotientenregeln ein. Das ergibt dann 2 hoch 5 minus 2 sind 3. Das ist nichts anderes als 2 mal 2 mal 2. Also 2 dreimal. Das ist nichts anderes als 8. Nächste Regel wäre dann wieder den Quotientenregeln. Oder die Division beim gleichen Exponent und unterschiedliche Basen. Das Gesetz lautet dann a hoch m, wo a die Basis ist und m der Exponent, durch b hoch m, wobei b die andere Basis ist und m gleiche Exponent, das gleich a durch b, das gesamte hoch m. Das heißt, bei der Division von Potenzen mit unterschiedlichen Basen, aber gleichem Exponenten, wird der Exponent auf beide Basen angewendet. Machen wir hier ein Beispiel. Beispiel wäre dann 4 hoch 4 geteilt durch 2 hoch 4. Das gleich 4 geteilt durch 2 hoch 4. Man rechnet erstmal die Klammer. Wir haben dann 2. 4 geteilt durch 2 sind 2 hoch 4. Das ist nicht anderes als 2 viermal. 2 mal 2 mal 2 mal 2. 4 mal. Das ist nichts anderes als, hier haben wir 4, hier 4. 4 mal 4 sind 16. Springen wir dann zu den Potenzregeln.
eine Potenz hoch n ist nichts anderes als a hoch m mal n. Das heißt, wenn eine Potenz selbst potenziert wird, multipliziert man die Exponenten. Beispiel 2 hoch 2, das Ganze hoch 3. Das ist nichts anderes als 2 hoch 2 mal 3. Das ist dann 2 sechsmal. 2 mal 2 sind 4. 2 mal 2 sind auch 4. 2 mal 2 sind 4. 4 mal 4, 16. 16 mal 4, 64. Der nächste Gesetz wäre dann der negative Exponent. Das besagt a minus n ist nichts anderes als 1 durch a hoch n. Also ein negativer Exponent bedeutet einfach mal, dass die Basis im Kehrwert steht. Beispiel 2 hoch minus 2 ist nichts anderes als 1 durch 2 hoch 2 gleich 1 durch 2 mal 2. Das ist gleich 1 durch 4. Nächste Gesetz ist dann Exponent 0. Das heißt, eine Zahl hoch 0 ergibt immer 1. Also jede Zahl außer 0 hoch 0 ist gleich 1. Beispiel 1 hoch 0 ist nichts anderes als 1. 2 hoch 0 ist 1. 3 hoch 0 ist 1. 4 hoch 0 ist 1. 5 hoch 0 ist 1 und so weiter. Dann springen wir dann zu der Zusammenfassung. Als Zusammenfassung können wir dann schreiben Produktregel. Das besagt a hoch m mal a hoch n ist nichts anderes als a hoch m plus n. Der nächste ist einfach mal die Quotientenregel. Das besagt ein a hoch m durch ein a hoch n ist nichts anderes als a hoch m minus n. Immer den Quotientenregeln. Ein a hoch m durch ein b hoch m ist nichts anderes als a durch b, das Ganze hoch m. Jetzt der Potenzregel. Ein a hoch m, das Ganze hoch n ist nichts anderes als a hoch m mal n. Negativer Exponent. A hoch minus n ist nichts anderes als 1 durch a hoch n. Das nächste wichtige Gesetz ist, jede Zahl außer 0 hoch 0 ist gleich 1. Ein a hoch 0 nichts anderes als 1. Und somit springen wir dann zu der Übung. Ich habe für euch 2 kleine Übungen vorbereitet. Übung 1. Schreibe als Produkt von Potenzen 5 mal 2 mal 2 mal 5 mal 5 mal 2 mal 2 mal 2. Übung 2. Schreibe die Potenz als Produkt und berechne 2a. 3 mal 4 hoch 2. 2b in Klammer 2 mal 3, das Ganze hoch 4. 2c 5 plus 2 hoch 3. Also zu 1. 5 mal 2 mal 2 mal 5 mal 5 mal 2 mal 2 mal 2 gleich. Die Faktoren werden zunächst hier geordnet und dann als Potenz geschrieben. Erster Schritt dann, wir müssen erstmal die Faktoren ordnen. Den zweiten Schritt, das Produkt als Potenz schreiben. Also Faktor ordnen, haben wir dann 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2, danach mal 5 und mal 5, Ende mal 5. Das gibt dann, wir haben 2 5 mal, 5 haben wir 3 mal. Das heißt dann, als Produkt von Potenz haben wir 2 hoch 5 mal 5 hoch 3 zu 2 a 3 mal 4 Quadrat gleich. Erster Schritt hier wäre dann die Potenz
erstmal zu berechnen. Und nur danach machen wir dann die Multiplikation. Das wäre dann 3 mal 4 mal 4. Potenz erstmal rechnen, das macht 16. Haben wir dann 3 mal 16 ergibt dann 48. B 2 mal 3 hoch 4. Das ist nichts anderes als, in diesem Fall, machen wir erstmal 2 mal 3, die Klammerrechnung, erhalten wir 6. Und 6, das Ganze jetzt hoch 4. Das ist nichts anderes als 6 viermal. 6 mal 6 mal 6 mal 6. 6 mal 6 sind 36. 6 mal 6 ist auch 36. 36 mal 36 ergibt dann 6 mal 6, das sind 36. Ich schreibe mir 6, ich merke 3. 3 mal 6, 18 plus 3, 21. 6 mal 3, das sind 18. Ich schreibe mir 8, ich merke 1. 3 mal 3, das sind 9 plus 1, 10. Gleich 6 kommt unten. 1 plus 8, das sind 9. 2 plus 0, 2. Ich habe eine 1 hier. Das ergibt mir dann 1296. Und als letzte Übung, da sind dann 5 plus 2 hoch 3. Gleich. Hier müssen wir erstmal die Potenz berechnen und erst danach machen wir dann die Addition. Das sind dann 5 plus 2 dreimal. Das ist nichts anderes als 5 plus 8. Und somit sind wir dann zu Ende dieses Video angekommen. Wenn das Video Ihnen gefallen hat, dann abonniere den Kanal und vergessen Sie nicht, die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns dann bei dem nächsten Video über Primzahlen und Primfaktorzerlegung. Bis dahin, tschüss.